Good morning, my good friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. I promised you yesterday that we will talk more today. Ich habe euch gestern versprochen, dass es heute mehr davon gibt. So we will. Und das machen wir jetzt. So look, what's the difference between a reservoir and a channel? Was ist der Unterschied zwischen einem Gefäß und einem Kanal? Because what Jesus described here is a channel. Was Jesus hier beschrieben hat, ist ein Kanal. Because he said, out of your hearts will flow. Er sagte, aus eurem Herzen werden fließen. So that means you're connected to the source, the Spirit of God, it flows into you and then out of you. So you are just the channel. Das bedeutet, dass ihr mit der Quelle verbunden seid und der Heilige Geist in euch hineinfließt und auch wieder heraus. Ihr seid also ein Kanal. So look at this. Schaut euch das an. I was in Israel Ich war in Israel and I was at the Dead Sea. und ich war im Toten Meer. Marina, who lives here with us now, she lived in Israel. Marina, die jetzt mit uns hier lebt, hat in Israel gelebt. Marina, have you been to the Dead Sea when you lived there? Marina, warst du am Toten Meer, als du in Israel gelebt hast? You have. Ja. Look at that. Do you know why the Dead Sea is dead? Weißt du, warum das Tote Meer tot ist? Because of the salt? She says because of the salt. Sie sagt aufgrund des Salzes. Do you know what I heard? Wisst ihr, was ich gehört habe? Let's see if a lady who lives in Israel confirms that this is true. Schauen wir, ob jemand, der in Israel gelebt hat, bestätigen kann, ob das I stimmt. only heard it. I don't know if it's true. Ich habe es nur gehört, ich weiß es nicht. But it makes sense. Aber es ergibt Sinn. I heard that the Dead Sea has water coming in but no water going out. Ich habe gehört, dass ins Tote Meer nur Wasser hineinfließt, aber nichts herauskommt. Yes, it's true. That's true. Ja, das stimmt. Look at this. Schaut euch das an, Here is what Jesus said. was Jesus gesagt If hat. you're thirsty, drink. Wenn ihr durstig seid, so trinkt. But if you stop there, you will be a dead sea. Aber wenn ihr dort aufhört, werdet ihr wie ein totes Meer You know sein. there's no life in the Dead Sea. Es gibt kein Leben im Toten Meer. No life. Kein Leben. There are so many Christians who are lifeless. Es gibt so viele leblose Christen. There are so many Christians who talk about the new covenant all day long, but they're still lifeless. Es gibt so viele Christen, die den ganzen Tag über den neuen Bund reden, aber immer noch leblos sind. Life flowing out of them. Es gibt kein Leben, das aus ihnen You know, fließt. we must not become like this. So dürfen wir nicht werden. People who only drink and don't let the river flow through them are actually like the Dead Sea. Menschen, die nur trinken und die Ströme nicht durch sie durchfließen lassen, sind eigentlich wie das Tote Meer. Just drink, but let nothing go out. Nur trinken, trinken, aber nichts herausfließen But on lassen. the other hand, Aber andererseits, we become these incredible channels. wenn wir zu diesen unglaublichen Kanälen werden, Do you know what's going to happen? wisst ihr, was dann geschehen wird? There will always be life. Es wird immer Leben geben. Because the source that we are connected to is the Spirit, and where the Spirit is, there's life and freedom. Weil wir mit einer Quelle verbunden sind, die der Heilige Geist ist. Und wo der Heilige Geist ist, da ist Leben und You Freiheit. want to be a reservoir if you can be a channel. Also warum würdet ihr ein Gefäß sein wollen, wenn ihr ein Kanal sein könnt? Why would you want to be a Dead Sea if you can be a river of living water? Warum wollt ihr ein totes Meer sein, wenn ihr ein Strom mit lebendigem Wasser sein könnt? Jesus never said that out of his heart will flow rivers of water. Jesus hat nie gesagt, dass aus seinem Herzen Ströme von Wasser fließen. Jesus actually said out of his heart will flow rivers of living water. Jesus sagte, dass aus seinem Herzen Ströme lebendigen Wassers fließen. Can you imagine if every Christian would let the rivers of living water flow through him? Könnt ihr es euch vorstellen, wenn jeder Christ lebendiges Wasser durch sich hindurchfließen lassen würde? Now, here is what the word living means. Das Wort lebendig bedeutet Folgendes. It is the Greek word zao. Z-A-O. Es ist das griechische Wort Sao, Z-A-U. You know, and one of the meaning is fresh, efficient, Eine seiner Bedeutungen ist frisch, ergiebig, have true life. wahres Leben in sich tragen. It's incredible how many Christians exist but don't have any true life of God in them. Es ist unglaublich, wie viele Christen es gibt, die kein wahres Leben Gottes in sich haben. If you are a river of living water, or if river of living water flows out of you, Wenn ihr ein Strom lebendigen Wassers seid oder wenn Ströme lebendigen Wassers aus euch do you know fließen, what's going to happen? wisst ihr, was dann passiert? Wherever you go, people will begin to drink. Überall, wo ihr hingeht, werden die Menschen anfangen zu Tell trinken. you something, my friend. Ich möchte euch etwas sagen, meine Freunde. Thirsty for living water, Menschen sind durstig nach lebendigem Wasser, but people are tired of dead, stale religious water. aber Menschen haben totes, abgestandenes religiöses Wasser satt. I had a guy that was kind of like a little mentor to me. Ich hatte da jemanden, der so eine Art Mentor für mich war. He was radical, he was crazy, he was the pastor of the largest church in the United Kingdom Er war radikal, er war verrückt, er war der Pastor der größten Gemeinde im Vereinten Königreich in the 80s. in den 80ern.
And he was known as a very crazy, radical guy. Er war bekannt als ein sehr verrückter, radikaler I Mann. had the privilege to stay in his house, I think, for about a week. Ich erinnere mich, ich hatte das Privileg, für etwa eine Woche in seinem Haus wohnen zu dürfen. And he threw out radical statements. Und er hat einfach so radikale Aussagen He herausgelassen. had this strong, deep voice. Er hatte diese strenge, tiefe Stimme. Very, very Er masculine. war sehr maskulin. And this is what he said. Er sagte Folgendes: Reinhard, Reinhard, if you put the fresh bread on the table, the hungry will come and eat. wenn du frisches Brot anbietest, dann werden die Hungrigen kommen und essen. But if you put the stale bread of religion on the table, nobody will eat. Aber wenn du das fade Brot der Religion anbietest, dann wird niemand essen. So what happens? Was geschieht also? All over the world, the churches have become a reservoir of stale, stinky water. Auf der ganzen Welt sind Gemeinden zu Gefäßen mit abgestandenem, stinkendem Wasser geworden. No wonder the world doesn't want to drink this anymore. It's nasty. Kein Wunder, dass die Welt so etwas nicht mehr trinken will. Es ist eklig. But I see Aber ich sehe, Christians rising up all over the world. wie Christen auf der ganzen Welt And aufstehen. here's what they do. Und sie machen Folgendes. They are not only drinking and drinking and drinking, they are becoming the river for living water. Sie trinken nicht nur und trinken, sondern sie werden zu Strömen lebendigen Wassers. And wherever they go, people drink. Und wo immer sie hinkommen, dort trinken auch die What do you Menschen. want to be? Was möchtet ihr I sein? hope you made the choice. Ich hoffe, ihr habt euch entschieden. See you tomorrow. Bis morgen.